Das waren die Auslandsnachrichten von Klaus Umu und jetzt gehen wir zurück ins Hauptstadtstudio zu den Golden Dove Awards. Herzlich willkommen zum 9. Golden Dove Awards, sehr geehrte Damen und Herren. Traditionell ehren wir Politiker, die sich mit besonderem Eifer für eine kompromisslose Verbreitung westlicher Werte einsetzen, die der Achse des Bösen den Frieden und genau die Art von Demokratie bringen, die sie verdienen. Koste es, was es wolle. Zu diesem Anlass haben wir heute die besondere Ehre, Ihnen mitzuteilen, dass Barack Hussein Obama nominiert wurde für den 9. Golden Dove Award. Danke für diesen Präsidenten, danke für seine Politik, danke für sein Urvertrauen ohne nervende Selbstkritik. Der Obama, eine feine Sache. Das ist schön, dass endlich mal ein männlicher Präsident geworden ist. Ja, also nicht, dass Sie mich falsch verstehen. Ich hasse diese Nazi-Arschlöcher, diese Arschlöcher und Arschlöcherinnen hier, diese weit, breit und Ku Klux Klan und bäh, das ist alles nicht. Aber es ist wirklich gut, dass wir den Neger da haben. Nee, warte mal, habe ich Neger gesagt? Nee, das ist noch Rasse, ne? Ja. Nee, das können wir nicht machen. Das müssen wir noch mal von vorne anfangen. Leider mit weißer Mutter, aber Gott sei Dank. Mit stark pigmentiertem Vater wurde Obama schnell zum Symbol von Fortschritt und globaler kultureller Bereicherung. Eine Grundvoraussetzung für das Zusammenbringen der Völker. Eine, die dem blond, blauäugig, hellhäutigen Unterrussen Putin völlig fehlt. Durch Obamas einschneidende Politik erwachte die Reiselust der Völker zu Land, zu Luft und zu Wasser. Danke für seine Friedensmissionen, danke für jeden Gnadenstoß, danke für die Feriencamps in Guantanamo. Was ich von Obama halte, na, das ist so ein smarter, aufrechter, selbstbewusster und starker und kräftiger und muskulöser und männlicher und das ist jetzt sexistisch, oder? Das können wir auch nicht machen, also das müssen wir noch mal machen. Er leistete einen ungeheuerlichen Beitrag zur Beseitigung der Unterdrückung muslimischer Frauen durch den globalen, gottlosen Stalinismus in Syrien. Einem weltweiten Publikum wurden traditionelle muslimische Rituale und endgültige Heilmethoden gegen Depressionen und unsägliche Migräneanfälle lokaler Zervikalchirurgen bekannt gemacht. Danke für seine Bankenrettung, danke für seine starke Brust, danke für die Rendite, Chance, was ich von Obama halte, also das Obama ist multikulturell, offen, bunt, schwarz und weiß, Mann und Frau, transsexuell, schwul, lesbisch, Sommer, Winter, Krieg und Frieden. Die Verteidigung der Frauenrechte in Syrien hat Obama entscheidend vorangetrieben. Durch Wiedereinführung landestypischer Trachten konnten sich Frauen endlich wieder gegen Kälte und gierige Blicke rassistischer, frauenfeindlicher, rechtsextremer Nazis schützen. Die Befreiung syrischer Frauen vom bezahlten Arbeitszwang war genauso ein Verdienst Obamas wie ihre Errettung vor sexgeilen, Assad-treuen sogenannten Parlamentariern. Sie wurden stattdessen der Obhut ihrer fürsorglichen Ehemänner übergeben. Ebenso segensreich wurden die Menschen in Libyen von ihm beglückt. Der gottgleiche Volkstribun Obama verhinderte den Genozid am nordafrikanischen Volk, welches vom
Terrorfürsten Gaddafi im Great Man River ersäuft werden sollte. Dazu hatte der Schlächter Gaddafi Industrieanlagen und riesige Rohrleitungen unter dem Vorwand der Wasserversorgung Afrikas gelegt. Zusammen mit der NATO konnte diese fabrikmäßige Ausrottung der Völker durch langanhaltende Bombardierungen gestoppt werden. Danke für Polizeieinsätze, die sind leider manchmal mies. Danke, dass er die allermeisten ins Gefängnis bringen ließ. Was ich von Obama halte? Es wurde endlich mal Zeit, dass auch mal ein Ausländer Präsident wird. Das ist ein richtiger Schlag in die Fresse von jedem rechtsextremen Nazi. Auch fremde Kulturen wurden durch direkte und indirekte Unterstützung zu einem Leuchtfeuer der Demokratie, wie zum Beispiel in der Ukraine die Trachtenversammlungen der historischen Schützenvereine auf dem Maidan in Kiew, das alljährlich stattfindende Panzerschieben in Mariupol oder die traditionsreichen Osterfeuer von Odessa. Begleitet wurden diese Festivitäten von rituellen Schaukämpfen im ukrainischen Parlament als Ausdruck weltoffener Demokratie, wo Debatten nicht mit Fake News, sondern mit handfesten Argumenten geführt wurden. Danke für die Handelsabkommen, danke für seine Genialität, danke für das Aushebeln staatlicher Souveränität. Obama. Ja, Obama ist der lebende Beweis, dass Kenianer gar nicht so unterentwickelt sind, wie man immer dachte. Die kulturlosen, prorussischen und gottlosen Separatisten wurden glücklicherweise auf die Halbinsel Krim verbannt. Die kargen, unbebauten, dunklen und tiefgefrorenen russischen Landschaften symbolisieren die Eiseskälte des russischen Herzens. Obama half dabei, den Permafrostboden des Putin-Regimes aufzutauen, indem er den längst beendeten Kalten Krieg wieder in eine heiße Phase überführte. Dabei kultivierte er die rückständigen, hungernden, frierenden und ständig besoffenen Russen, indem er ihnen Hollywood, McDonald's und Coca-Cola brachte. Danke für die Verschwörungstheorien, danke für die Trump-Phobie, danke, dass er die Russen eingekesselt wie noch nie. Obama ist wunderbar. Als nächstes wünsche ich mir für Deutschland einen alten, transsexuellen Rollstuhlfahrer als Bundeskanzler. Und obwohl unser Pazifist Obama umzingelt war von blutrünstigen, bestialischen, angsteinflößenden Diktatoren wie Gaddafi, Putin, Ahmadinejad und dem kinderfressenden Donald Trump, so blieb er immer freundlich, herzlich und brachte der Welt Frieden und Glück. Danke, Mr. President. So, nochmal, oder? Was?